ich bin Julia, ich bin 34, ich komme aus der Nähe von München und ich habe mir letztes Jahr im Oktober habe ich mich der Liposuktion unterzogen, nach der Diagnose Lipödem. Ich habe schon seit meiner Pubertät eigentlich immer schon Probleme gehabt, also nicht nur optisch, sondern halt auch immer mit Schmerzen ein bisschen verbunden, ne? Gerade irgendwie, wenn es richtig heiß war und solchen Sachen, aber es ist halt immer, es ist nicht so das Bekannteste gewesen die letzten Jahre. Es hat halt immer gesagt, ja, ist halt deine Figur, ist halt so, musst du halt ein bisschen mehr Wasser trinken oder doch mal Stützstrümpfe anziehen. So die Klassiker, was man halt so kennt. Und war dann bei der Venenärztin, weil eben die Schmerzen stärker geworden sind, weil ich nebenberuflich ab und zu Kellner und da steht man ja dann doch eine gewisse Zeit und wollte es abgeklärt haben. Einfach nicht, dass da irgendwo ein Verschluss ist oder irgendwas. Und dann kam die Diagnose Lipödem Grad 2. Das ist nicht so leicht, sage ich mal. Ich meine, es gibt 1000 Erfahrungsberichte, aber nichts, was sich irgendwie so wie eine rote Linie durchzieht. Also kein wirklich Erfahrungsbericht. Also schwierig zu finden, Leute zu finden, wo man wirklich sagt, mit der Meinung kann ich was anfangen oder mit dem Werdegang kann ich was anfangen. Es ist wie so die Nadel im Heuhaufen suchen. Und dann bin ich, tatsächlich habe ich dann 1, 2, 3 Sachen rausgesucht gehabt und habe mich dann letzten Endes tatsächlich für den Eingriff in der Türkei entschieden, im Ausland. Einfach aus diesem ersten Gefühl heraus, so das war so, der Ablauf war so konkret geplant, sage ich jetzt mal. Es ist eigentlich relativ gut gelaufen, man kommt zurück, ich war da 5 Tage. Klar, Türkei bleibt man ja dann nicht 3 Monate, um zu gucken, wie es geworden ist. Bin dann zurückgeflogen nach 5 Tagen, war aber froh, dass die Reise dann echt rum war. Und dann hat halt der Heilungsprozess begonnen. Und man hat dann schon relativ bald gesehen, also nach 2, 3 Monaten hat man dann schon gesehen, dass gewisse Areale nicht gemacht wurden. Oder sich anders verhalten haben wie der Rest. Man hat es dann schon relativ deutlich gesehen und ich habe dann auch relativ früh angefangen, eigentlich auch hinzuschreiben und gesagt, ja Leute, irgendwie, irgendwas, weiß ich nicht, hat da was gefehlt. Habe da aber natürlich dann spärlich Antwort gekriegt. Sie haben auch komplett abgestritten sofort, dass es nicht gemacht worden wäre. Was ich persönlich, ich weiß, man kann schwer Fotos einfangen, das habe ich auch gesehen, als ich die Fotos gemacht habe, aber ich fand es auch ein bisschen arg unhöflich, einfach direkt zu behaupten, ich würde lügen. Ja, es war ein bisschen arg enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja so, dass das Lipödem, man kann das immer wieder lesen, dass Lipödem-Patientinnen davon profitieren sollen, dass jetzt Kostenübernahme durch die Krankenkassen erfolgt. Das ist ja auch was, womit sich die Politik schmückt. Jetzt Lipödem-Patienten wird geholfen, die Kosten werden übernommen. Die Realität sieht leider ein bisschen anders aus. Wir sehen das ja in der alltäglichen Praxis. Die Realität ist nämlich so, dass die Voraussetzungen für eine Kostenübernahme saumäßig schwer überhaupt zu erfüllen sind. Und das Problem ist, dass am Ende die Patienten doch selber zahlen müssen. Also bis auf ganz, ganz, ganz wenige. Die Politik schwenkt die Fahne und sagt, wir haben was für diese armen Patientinnen gemacht. Realität ist aber, die zahlen selber. Und das ist natürlich auch der Grund, warum viele Patienten dann sagen, was kostet mich so eine Operation? Wahnsinnig teuer. Gucke ich mal, was ist im Ausland los. Und so war das in diesem Falle auch. Die Patientin hat sich umgeschaut und hat gesehen, Mensch, da kriege ich das günstiger, vermeintlich günstiger, weil man sieht ja jetzt, wie die Realität dann auch ist, und ist dann eben da zur Behandlung hingegangen. Ich habe mir dann auch zeitgleich in der Türkei die Brüste machen lassen mit 2 Implantaten, 2 sehr hochwertigen Implantaten, also da kann man nichts sagen, aber das Ding ist halt natürlich eben auch, ja, im Prinzip wird dir alles reingebaut oder es wird abgesaugt und du hast dann 1, 2 Nachkontrollen, aber das war es dann halt. Also es guckt auch niemand drauf. Das ist ein bisschen ein Problem, weil nach 2 Wochen irgendwie sich eine Narbenentwicklung anzugucken, wäre vielleicht schon mal wichtig. Also das ist ja auch was ich jetzt korrigieren habe lassen. Bei mir haben die Narben leider etwas gewuchert. Ich hatte, klar, mir selbst Narbenpflege besorgt, aber da war auch keine Beratung da, was nimmt man am besten, wie lange macht man das am besten. Keine Empfehlung von Produkten, es hat nicht nochmal jemand drauf geguckt, wie es sich entwickelt. Das sind so Sachen, das hat man halt alles nicht, wenn man den Eingriff im Ausland gemacht hat. Und was es natürlich auch sehr schwierig macht, wenn man im Ausland sowas machen lässt, man muss ja wieder nach Hause. Die Operation ist ja der erste Schritt im Erreichen des Erfolgs. Das muss man eben verstehen. Also natürlich ist das wichtig, was der Chirurg macht. Und die Chirurgen in, keine Ahnung, Spanien, Türkei, Tschechien, Italien, was es alles gibt, wo man hinfahren kann, was gut erreichbar ist, die Chirurgen sind ja auch gut. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass eine Operation, ein Ergebnis aus allem besteht. Aus der Vorbereitung, schon schwierig, weil man hat vielleicht nur Bilder, man sieht sich vorher nicht, der Kommunikation, im Moment der OP, natürlich klar die Performance der OP, da muss der Operateur gut sein, da will ich überhaupt gar nichts Schlechtes sagen.
Und dann aber natürlich auch die Nachbehandlung. Und da sind wir zum Beispiel dran und sagen den Patienten ganz genau, wie ist Kompressionsware zu tragen, wann darf welcher Sport gemacht werden, wie wird Wund- und Narbenpflege gemacht. Wir haben eine eigene Narbenpflege entwickelt zu diesem Thema, die den Patienten hilft, auch ihre Narben korrekt zu pflegen. Und das ist eben der Punkt, wo wir unseren Patienten bis, also sagen wir mal, eigentlich 6 Monate nach der Operation, nicht täglich, aber doch relativ engmaschig zur Verfügung stehen. Und das ist der Bereich, der vergessen ist. Wenn wir Patienten haben, die von weiter weg kommen, die aus Innsbruck kommen oder aus London, haben wir ja alles, dann schreiben die uns eine WhatsApp, wir machen einen Videocall und dann ist das ganze Thema auch gelöst. Aber man muss einfach dranbleiben. Für Dr. Spanholz habe ich mich dann eigentlich im Endeffekt entschieden, weil er wirklich eine coole Socke ist. Also er ist so ein bisschen, er ist nicht der klassische Arzt, aber trotzdem unglaublich professionell. Und das ist für mich eine Mischung, die finde ich ganz wichtig, denn so sind kreative Menschen. Und also Menschen, die auch außerhalb eines gewissen Rahmens denken und auch so arbeiten. Und nur dann, ich glaube, wir wissen alle, nur dann bist du wirklich gut in deinem Beruf. Und das hat mich am Schluss wirklich von dem Menschen Dr. Spanholz einfach auch überzeugt. Warum ich dann hierher gekommen bin, weil ich mich einfach so mit dieser Person so wohl gefühlt habe. Weil ich dachte, okay, es ist eine Nachkorrektur, was ja auch nicht selbstverständlich ist, finde ich jetzt, dass dann ein Arzt sagt, oh komm, gucken wir uns an, machen wir. Weil im Endeffekt hat es jemand anders ja, sage ich jetzt mal, versaut. Und im Prinzip hat halt er jetzt die schlechteren Karten gekriegt, das zu retten, was halt noch da war. Aber der hat mich das mit keinem einzigen Moment spüren lassen. Er hat es kein einziges Mal verurteilt, was ich gemacht habe oder warum ich mich dazu entschieden habe. Und das fand ich ehrlich gesagt ganz toll. Es ist für Patienten natürlich immer blöd, wenn sie irgendwo waren. Das Ergebnis ist nicht gut, sie erreichen den Chirurgen nicht oder die Klinik nicht und dann ist nach einem halben Jahr irgendwie ein unzufriedenstellendes Ergebnis erreicht. Wenn die zu uns kommen in die Beratung, dann ist das Erste, was wir machen müssen, ist die Patienten abholen und sagen, okay, pass auf, das, was da passiert ist, das müssen wir jetzt akzeptieren, das können wir auch nicht mehr ändern. Don't look back in anger. Wir gucken nach vorne, wir richten uns nach vorne aus, schauen, was können wir noch tun, wie können wir das noch verbessern und so weiter. Es hilft ja einfach nur mal nichts, es ist wie wenn man mit dem Auto wogegen fährt und man sich noch 3 Tage über die Beule ärgert, das hilft ja nichts. Nach vorne schauen und schauen, dass man das bestmögliche Ergebnis erreicht. Das haben wir bei der Patientin auch gemacht. Die Patientin ist Gott sei Dank eine Frohnatur gewesen von Anfang an und sehr optimistisch auch, weil das brauchen wir auch. Und dann schafft man es auch zusammen, ein vernünftiges Ergebnis am Ende zu erreichen. Blöd, weil man 2 OPs braucht, aber am Ende ist das alles vergessen und das Ergebnis ist einfach da und schön. Weil das klar war es vielleicht nicht die klügste Entscheidung, aber es hilft mir dann auch nichts, wenn der Arzt, der es retten soll, dann so Fingerpointing-mäßig dasteht und sagt, doofe Idee. Also überhaupt nicht. Totales Verständnis und wirklich immer nur im Positivsten. Das kriegen wir schon hin, das machen wir, gar kein Ding und kriegen wir alles auf die Kette. Und das ist so ein gutes, positives Gefühl, so ein Vibe, was ein gutes Bauchgefühl gibt. Und deshalb habe ich mich auch wirklich guten Gewissens dann hierfür entschieden. Und auch als ich hier angekommen bin, dann einfach auch festgestellt, dass halt einfach hier alle so sind. Also es war, ich muss kurz sagen, wie ich gestern im Aufwachraum gelegen habe, unten neben dem OP hat auf einmal jemand Gitarre gespielt. Dann habe ich die Vivi gefragt, die wo auch Nachtschwester war, wer denn jetzt hier bitte Gitarre spielt oder ob hier gerade irgendeine CD oder so. Und sagt sie, nee, das ist der Doktor, der hat gerade ein bisschen Zeit zwischen der OP und wartet, bis die Patientin vorbereitet ist. Und jetzt spielt er ein bisschen Gitarre in seinem Büro. Und das ist aber genau der Herr Dr. Spanholz. Er ist total fixiert auf das, was er macht, aber er ist so unkonventionell. Wenn in der Pause andere sitzen halt da, lesen vielleicht was, ich weiß es nicht. Und er sitzt da und spielt Gitarre, einfach um sich zu entspannen vor dem nächsten Eingriff. Und das finde ich super. Das finde ich total super. Und egal, wo man hier liegt oder wo man hier sitzt, man hört hier immer jemand lachen, immer jemand miteinander reden. Also es ist wirklich eine sehr, sehr positive und sehr Wohlfühlatmosphäre, muss ich sagen.